Heute zeigen wir euch endlich unser neues Boot. Wir haben es seit einem Jahr. Es ist eine Amel 46 und zwar das Modell Santorin. Das ist eine Ketch, das heißt ein großer Hauptmast, etwas kleinerer Besanmast. Für die, die uns nicht kennen, wir sind Christoph und Marion. Wir sind die zwei von Hafenkino-Blog und wir sind seit 3 Jahren unterwegs. Gestartet sind wir in Hamburg mit einem anderen Boot, mit einer Dufour 39 und letztes Jahr ist uns das Traumboot über den Weg gelaufen und wir haben getauscht. Direkt als wir das Boot gekauft haben, kamen unheimlich viele Anfragen von euch über die Roomtour und wir sollen das Boot zeigen. Aus Gründen sind wir bis jetzt nicht dazu gekommen. Ihr wisst, was los war. Wer nicht, geht auf die Watchlist, guckt euch das an. Heute sind wir soweit. Jetzt wird es endlich Zeit. Lass uns loslegen. Ja? Ja? Gut. Gut. Das hier ist unsere Passerella. Die ist gleichzeitig auch unsere Badeleiter. Das ist ein ziemlich cooles System von Amel, die lässt sich an der Seite einhängen und hilft uns wirklich richtig gut beim Rein- und Rauskommen, weil hier hinten wäre es schwierig, wenn man vor Anker liegt. Wir fangen am Bug an. Ich stehe am Vorstag und wer genau hinguckt, sieht, da fehlt was, nämlich die elektrische Rollanlage, die ist im Moment ausgebaut. Daran arbeite ich gerade. Vorne haben wir einen 27 Kilo Ultramarine Edelstahlanker und eine 10 mm Ankerkette von Chromox. Was ich super praktisch finde, wir haben hier vorne 2 riesige Backskisten. Hier sind Segel drin und Baumaterial im Moment. Riesig groß, also man kann sich fast reinlegen, passen alle Segel rein. Und davon gibt es 2. Was wir von Anfang an wirklich sehr mochten an dem Boot ist diese feste Reling. Du kannst dich hier festhalten und du hast eine hohe Fußleiste, dass du dich gerade bei viel Seegang abstützen kannst. Eine Besonderheit bei Amel ist das Fake Teak Deck. Komm mal mit runter. Ist das kein echtes Teak, sondern das ist aus GFK gemacht. Das hat den Vorteil, dass es einfach schiffig aussieht, aber absolut pflegeleicht ist. Es wird nicht ganz so heiß, also es wird schon etwas wärmer aufgrund der Farbe, aber nicht so heiß wie ein Teak. Also man kann ganz gut drüber laufen. Ich stehe am Großmast. Wir haben ja 2, einen Großmast und einen Besanmast. Wir haben insgesamt 4 Winschen am Großmast und Amel legt ja sehr viel Wert auf Langfahrttauglichkeit und Einhandtauglichkeit und deswegen gibt es hier 2 elektrische Rolleinrichtungen. Einmal für das Großsegel, das wird im Mast eingerollt und da gibt es hier unten einen Motor dazu. Den kann man aus dem Cockpit dann bedienen. Es ist aber auch so, wenn der mal ausfallen sollte, dann kann man ihn, indem man hier Schrauben löst, ihn nach unten rausziehen und dann kann man hier von Hand einrollen. Also das ist an beides gedacht. Der Unterliegstrecker greift hier am Schothorn an und hier gibt es einen Schlitten, der zieht den praktisch nach hinten, spannt das Segel. Und das ist hier eine Rollanlage mit diesem Motor und hier im Unlenkgetriebe. Auch hier ist es so, wenn man die Schraube rausdreht, dann kann man das wegklappen, kann man hier in den Winch einhängen und kann das von Hand einrollen. Also das heißt, wenn die mal ausfallen sollte, dann funktioniert das dennoch. Das gleiche gilt auch vorne für die Genua, auch da kann man es manuell bedienen. Ich stehe hier auf Höhe des Großmastes und Amel hat hier diese Besonderheit mit diesen Bügeln, die zwischen den Hauptwanten und den Unterwanten angebracht sind. Das hier ist eine Halterung am Mast für einen kurzen Spiebaum und der hat ein Gelenk außen dran und dann wird der lange Spiebaum da dran angesetzt und das hat den riesen Vorteil, dass man hier unten drunter durchlaufen kann und das finde ich absolut großartig. Der kleine Spiebaum, der liegt unten und ist praktisch durch diese Befestigungsösen dann auch eingeklemmt. Also sehr durchdacht. Wir haben hier den Traveler für den Großbaum und auch den Bullenstander. Also der Traveler läuft hier vor dem Deckshaus und die Leinen laufen hier rein. Hier drin ist eine Winch, das können wir praktisch von drinnen bedienen, was ich echt praktisch finde. Und das erlaubt den Baum nach Backbord oder Steuerbord zu verschieben in der Mitschiffsachse, um das Segel zu trimmen. Und hier ist auch der Bullenstander, also
ja, Preventer heißt das auf Englisch, der verhindert, dass der Baum praktisch überschlägt, wenn du eine Patenthalse fährst. Der ist hier an dieser Öse angelegt oder eben wenn wir unterwegs sind, weiter vorne an den Ösen. Und das sind auch solche Sachen, wo Amel schon mitgedacht hat und das schon mit konzipiert hatte. Das heißt, das ist fertig an Bord, wenn man an Bord kommt. Das ist die feste Sprayhood. Du bist wirklich super geschützt. Ursprünglich ist der Aufbau von der textilen Sprayhood niedriger. Der Voreigner hat sich das erhöhen lassen. Wir finden das auch wirklich sehr angenehm, weil man kann im Cockpit stehen. Hier vorne ist noch ein Fenster zum Durchschauen und das braucht man auch, wenn man so steuert, irgendwie aus dem Hafen rausfährt und so weiter. Aber nicht alles will man im Sitzen machen. Du hast einen besseren Überblick und das ist wirklich richtig toll, dass er das gemacht hat. Es gibt auch eine Kuchenbude dazu, das heißt, wir können das Cockpit komplett zumachen. Ist jetzt im Winter sehr angenehm, wenn die Nächte kühl sind und es ist auch toll, wenn man unterwegs ist im Winter oder im Herbst. Wir haben ja eine lange Herbsttour gemacht und wenn wir die Nacht durchgefahren sind, haben wir zugemacht und konnten wirklich angenehm im Cockpit sitzen und natürlich auch bei starkem Regen ist das super. Ich bin jetzt auf Höhe vom Besanmast am Ende von der Kuchenbude vom Cockpit und hier ist auch eine Besonderheit von Amel und zwar gibt es hier eine Möglichkeit, eine Winch einzustecken und hier ist ein Hebelchen, wenn man das rauszieht, dann kann man drehen, dann setzt sich eine Leinenverbindung in Gang und das ist die Hohlepunktverstellung für die Genua. Und das ist auch der Punkt hier. Hier ist der Haken, wo normalerweise die Passarella auf Passage eingehängt wird. Und auch da hat Amel bis zum Ende gedacht. Es gibt hier unten eine Leine mit einem Karabiner dran, wo man das praktisch einmal um die Passarella rumschlägt und einhakt, damit man die Passarella nicht aus Versehen verliert. Ihr seht hier eine Klampe, hier ist eine Klampe. Also es gibt sehr viele Klampen an Bord und sehr viele Befestigungsmöglichkeiten. Mein Achterdeck. Ich habe hier meine Yogafläche, ich breite hier meine Matte aus und das ist egal, ob wir vor Anker sind oder im Hafen. Das hier ist der Platz dafür. Aber es ist natürlich auch noch viele andere Sachen gut. Zum einen gibt es Matratzen, die man auslegen kann. Das ist hier 1,80 Meter bis 2 Meter lang und man könnte hier sogar draußen schlafen. Wollte ich machen den Sommer, hat leider nicht geklappt. Dann kann man hier natürlich auch das Dinghy stauen unter Fahrt, wenn man unterwegs ist. Das ist eben auch eine schöne Fläche dazu. Sämtliche Arbeiten, für die man einfach auch mal Platz braucht, einen mehr oder weniger ebenen Platz kann man hier machen. Wenn man die Wachskiste ausräumen möchte, kann man hier alles voll stauen. Wirklich ein universell einsetzbarer Platz. Auf dem Achterdeck haben wir seitlich 2 Solarpaneele, 2 Solara 110 Watt Solarmodule, die sind auf klappbaren Haltern von E-Tech Edelstahl und von E-Tech Edelstahl ist auch der riesige Solarträger, den wir auf dem Heck haben, den wir nochmal verstärkt haben. Da liegen 840 Watt Solar drauf und das ist gleichzeitig auch Passarella-Halter und da können wir die ganzen Fender dran hängen. Also ein super Ding. Hier haben wir noch eine Ultraline von Ultramarine, der hängt der Außenborder, beziehungsweise die 2 Außenborder, wir haben ja noch einen elektrischen. Ich bin hier in unserer Rumpelecke, wir liegen jetzt im Hafen. Hier sind immer die Ersatzkanister für Generator und Dinghy gestaut, da ist die Rettungsinsel und ja, jetzt stehen da natürlich noch andere Sachen dabei und hier haben wir noch eine riesige achterliche Wachskiste, ich mache die mal auf und die frisst alles. Also die ist eigentlich dafür gedacht, das Dinghy reinzustopfen, dafür ist es breit genug. Für uns ist es Abstellkammer. Diese Dinghy-Garage fanden die Designer so toll, dass sie sogar im Prospekt aufgenommen haben. Ich zeige euch mal da die Bilder vom Originalprospekt, wie sie sich das gedacht haben. Das hier ist der Besanmast. Ich gehe mal kurz rüber. Er ist vollkommen mechanisch bedient. Das Segel lässt sich von innen vom Cockpit heraus, aber rein manuell mit 2 Kurbeln raus und reinfahren. Was vom Cockpit nicht zu machen ist, und das ist so ziemlich das Einzige außer den Bullenstandern, ist hinten der Traveler vom Besan, weil wir immer wieder darauf angesprochen werden. Wir haben am Besanmast einmal einen Radar und da drüber, was da drüber ist, ist ein kleines Solarpanel. Kein Hubschrauberlandeplatz. Nee, kein Hubschrauberlandeplatz. Kein Möwenlandeplatz. Nee. Wir nähern uns dem Inneren. Wir sind jetzt hier im Cockpit. Es ist im Moment Dezember, das heißt, wir haben natürlich die Seiten und Flächen zugemacht. Im Sommer machen wir natürlich die Seitenteile ab. Das Cockpit finden wir wirklich groß, für ein Sendercockpit absolut ausreichend. Es gibt hier noch einen Tisch, den man einhängen kann.
Und dann kann man hier gemütlich auch am Tisch sitzen. Man sitzt nicht zu hoch über dem Wasser, wenn viel Welle ist. Ich stehe jetzt im Niedergang. Zu meiner Linken ist die Verstellung vom Traveler. Und dann haben wir leicht außermittig den Steuerstand mit einem festen Sitz. Und was wir hier alles dann noch haben, ist also einmal der Kompass. Wir haben hier die ganzen Bedieneinheiten für die elektrischen Segel. Ich fange mal an, das ist hier Anker raus und rein, also Ankerkette raus und rein. Das ist die Ankerwaschanlage, was praktisch auf die Kette läuft und den Sand abspült, bevor die Kette eingerollt wird. Ankerwaschanlage ist aber Salzwasser, kein Süßwasser. Genau, Ankerwaschanlage ist Salzwasser. Dann haben wir hier das Großsegel. Das ist Einrollen, das ist Ausrollen. Und das ist praktisch auf dem Baum der Schlitten, also der Unterliegstrecker, und das ist die Fock, rein und raus. Und dann haben wir hier den Autopiloten, in unserem Fall ist das ein alter ST7000, ist aber ein gutes System, finde ich ganz gut. Wir haben leichte Aussätze im Moment, das kriege ich aber auch noch hin. Dann haben wir hier zwei Becherhalter, wir haben den Gashebel und das Bedienpanel vom Motor. Und dann haben wir hier noch die Bedieneinheit für das Bugstrahlruder. Das lässt sich elektrisch aus- und einfahren. Und hier oben ist einmal nach Backbord und einmal nach Steuerbord und auch der Hauptschalter dafür, dass der überhaupt Strom hat. Ich setze mich mal hier hin. Einer meiner Lieblingsplätze, wenn ich Wache gehe, ist hier. Man kann sowohl von Hand hier gut steuern und man hat einen großartigen Überblick und man ist vor allem super geschützt. Also auch wenn die Kochenbude ab ist, ist man total geschützt hier. Ein Punkt, den ich bei Amel nicht so super finde, ist, es ist ausgelegt auf Steuern im Sitzen. Und dadurch, dass jetzt das Bimini erhöht ist und oben eine Scheibe drin ist, kann man auch im Stehen steuern. Also es ist nicht klassisch, ich stehe davor und spüre das Boot so richtig gut und steuere im Stehen. Das ist ein bisschen anders. Auch wenn Christoph bemängelt, dass man im Stehen nicht richtig steuern kann, man sitzt hier aber tatsächlich ganz gut und kann steuern, kann sitzen, kann rausgucken, sieht alles. Hat auch schon wirklich seine Vorteile, dieser Sitz. Es ist halt kein sportliches Boot. Es ist ein Boot für Langfahrt, es ist ein Boot einhandtauglich, es ist für längere Reisen ausgelegt und nicht zum Regattasegeln. Dafür ist es nicht gedacht. Es ist nicht langsam, aber es ist kein Regattaboot. Wir haben im Cockpit eine große Backskiste und wir haben unter dem Cockpitboden den Motor. Diese Backskiste ist riesig und auch sehr tief. Wir haben die zweigeteilt. Einmal haben wir immer noch den Teil für die Leinen, für das Grab-Bag, für die Batterie vom Außenborder für Reinigungsmittel. Und den vorderen Teil habe ich jetzt zweckentfremdet. Da haben wir die Lifepo 4 Batterien drin mit der ganzen Steuerelektronik. Die wollte ich nicht im Motorraum haben, weil es da zu warm wird. Zu der Installation gibt es ein komplettes Video. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch das mal an, weil Christoph erklärt da genau was, wie und die Zusammenhänge und so weiter. Wirklich super. Hier ist keine Backskiste drunter, denn das ist der Durchgang in die Achterkabine unten. Da würde keine Kiste drunter passen. Motorraum, aber bevor wir da reingehen, hier ist übrigens noch die Großschot, die man von hier aus dicht holen kann. So, Motorraum ist eine Klappe hier im Cockpit. Hier gibt es eine Leine, auch schon mitgedacht, die man hier einhaken kann. Und man sieht schon, wie weit ich hier drin stehe, wie tief der ist. Wir haben hier einmal den Perkins Prima M50, das ist der Originalmotor, Dieselmotor mit 50 PS, ein ganz einfaches Ding, super zuverlässig. Und der sitzt auf dem Rahmen mit dem C-Drive, das ist ein typischer Amel-Bauteil, praktisch eine Umlenkung auf dem Propeller. Davor ist ein Pumpensumpf, wo das gesamte Waschwasser vom Boot zusammenläuft und von hier dann aktiv rausgepumpt wird. Und wir haben hier hinter mir dann auch noch andere Aggregate, wie zum Beispiel die Batteriebank, den Multiplus und den Warmwasserbereiter und ein bisschen Stromverkabelung und ein bisschen Pumpen und so weiter. Das befindet sich alles hier unten. Den Motorraum, wenn ihr den genauer sehen wollt, den gibt es in unzähligen Videos. Weil ich viel am Motor geschraubt habe, könnt ihr ja mal reingucken.
Unsere Santorin hat einen Dieseltank von 400 Litern und was ich ein schönes Detail finde, ausfallsicher, ist dieser Peilstab, den man am Einfüllstutzen rausziehen kann. Der hat Löcher und je nachdem, in welchem Loch noch Diesel drin steht, kann man eben ablesen, wie viele Liter noch drin sind. Wir haben 800 Liter Wasser an Bord und dazu gibt es auch eine tolle Ablesemöglichkeit. Das ist unser super Peilstab. Das ist ein ganz einfaches System. Da ist ein Fühler drin und der schwimmt auf der Wasseroberfläche und je mehr Wasser drin ist, umso höher ist er. Und wenn das Wasser absinkt, sinkt er natürlich nach unten, ist ausfallsicher, rein mechanisch. Wir haben nur noch 200 Liter Wasser. Oh Gott. Oh Gott. Dieses Schott versenkt sich im Durchgang. Man kann es hochziehen, es hat einen Balken, den man dann hinten andrückt und mit 2 Schrauben festzieht. Und dann ist hier zu. So ist dann eben komplett zu. Lässt sich von innen und von außen verriegeln und entriegeln. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wir sind in meiner Spielecke angekommen. Ich koche ja ganz gerne. Das ist unsere kleine Küche. Wir haben hier einmal Spüle mit Salzwasserhahn, gefiltertes Süßwasser und Tankwasser. Darunter ist Müll, Kühlschrank. Wir haben ganz viele Ablagen hier, also alles so auch schon konzipiert, dass da nichts durcheinander fliegt. Hier oben ist die Bedieneinheit für die Heizung und unser Gewürzregal. Ursprünglich ist das hier als Weinregal gedacht gewesen, das ist ein französisches Boot. Wir haben es umfunktioniert, wir haben hier Essigöl stehen. Hier in der Ecke gibt es einen riesigen tiefen Schrank mit ganz vielen Staumöglichkeiten. Dann haben wir hier unseren 2-Flammen-Gasherd mit Backofen, kardanisch aufgehängt, das heißt, im Moment ist er arretiert, aber er schwingt hin und her. Darunter ist noch eine kleine Ablage. Wir haben hier große und tiefe Schränke, wo wir Lebensmittel, Kaffee und ähnliches drin haben. Hier hinten geht es noch um die Ecke, riesig groß. Hier an der Stelle ist ein kleines Fenster direkt über dem Herd, praktisch als Dunstabzug, funktioniert auch super. Wir haben hier einmal die Bedieneinheit oder die Ableseeinheit für den Multiplus und für was mit Strom an Bord passiert. Das provisorisch? Ja, also es ist noch provisorisch eingebaut, deswegen ist er schief. So, jetzt ist er wieder gerade. Dann haben wir hier einmal den Sicherungskasten 230 Volt. Wir haben hier eine Klappe, wo sich der Autopilot dahinter verbirgt und auch Hauptschalter Landstrom. Hier haben wir die gesamte Bedieneinheit 12 Volt. Also alles, was wir hier so haben, oben die Steuerknüppel für die Segel, der Wellengenerator kann man hier ein- und ausschalten. Die Beleuchtung für den Kompass ist hier. Naja, alles was so ist, alle Sicherungen für Kühlschrank, für Salzwasser und ähnliches befinden sich hier. Hier über der Küche gibt es übrigens noch einen Schiebelug. Man guckt jetzt von hinten auf die Anzeigegeräte, die man im Cockpit hat. Das ist zum Beispiel Wind. Hier drüben ist die elektronische Anzeige, da laufen die Kabel, hier ist der Kompass und von B&G noch was. Und dann gibt es hier eine Kabeltrasse hier rüber zum Kartentisch. Auch das ist praktisch gemacht. Es gibt nämlich hier zum Beispiel die Befestigungsmöglichkeit für die Klappe. Total gut durchdacht alles. Hier ist eine Steckdose, es gibt relativ wenig Steckdosen an Bord. Ich habe hier in der Ecke nochmal Steckdosen nachgerüstet, habe aber sehr Wert drauf gelegt, weil die Oberflächen alle unverbastelt sind. Da sind keine Löcher drin, die sehen aus wie neu, die Holzoberflächen. War mir das sehr wichtig, da auch keine Löcher reinzumachen ins Boot. Die Küche ist relativ klein, das ist ja nur ein L. Es reicht aber, finde ich. Wer jetzt die Amel Super Maramo kennt, dem würde wahrscheinlich jetzt auffallen, dass die Amel Super Maramo, die hat hier nochmal einen zweiten Tresen, das ist U-förmig, deswegen hat die dann auch noch Spülmaschine und Waschmaschine hier unten drin. Das haben wir nicht. Und weil uns praktisch dieser Teil auch nicht vorhanden ist, deswegen gehen wir auch mit unserem Geschirr dann in die nächsten Schränke schon mit rein, aber das funktioniert auch ganz gut. Hier gibt es noch Schubladen und was ich sehr schön durchdacht finde bei Amel, das sind sozusagen Schwalbennester mit Türen. Dadurch fällt dir nichts entgegen und die Schränke sind groß und tief.
sind ungefähr einen halben Meter tief und die sind alle, das ist vielleicht nicht so ganz, also es ist gut gedacht, die sind alle mit Teppich ausgekleidet, damit nichts klappert. Der Nachteil ist aber, es ist schlecht zu reinigen und nicht sehr hygienisch. Und wer jetzt die Front sieht und denkt, ui, da sind aber viele Schubladen, die hier ist fake und die hier ist fake. Also es gibt tatsächlich nur 2 Schubladen. Da dahinter befindet sich vermutlich der Kreiselkompass. Dann machen wir vielleicht auch gleich hier im Salon weiter. Er ist echt geräumig, er ist total gemütlich, der Salon. Die Polster sind original noch. Wir haben es noch nicht getauscht, wir werden es beziehen, wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Es gibt einen wirklich großen Tisch. Der Tisch hat die Eigenschaft, dass man ihn noch nach hinten verschieben kann und hier unten ein Brett einlegen kann. Es gibt ein Polster dazu und dann hat man hier nochmal eine große Liegefläche. Hier hinten unter dem Quersitzer ist eine Kiste. In den Super Maramos, also in den großen Schwestern, befindet sich hier ein Tiefkühler. Finden wir toll, haben wir leider nicht. Wie Christoph vorhin schon sagte, es ist ein französisches Genussboot und deswegen gibt es hier unten die Hausbar. Wirklich mit Flaschenhalterungen drin für Rotwein. Es gibt auch Leute, die hier einen Kühlschrank einbauen noch. Und weil es nicht reicht, gibt es hier auch noch mal eine Platte zum Einschieben, dass man hier wirklich die sämtliche Sitzfläche nutzen kann und mit ganz vielen Leuten hier gemütlich sitzen kann. Und jetzt kommt das Langfahrer-Highlight von diesem Boot. Und zwar ist das unser Pilotbett. Für uns beide reicht das von der Größe absolut und wir nutzen das, wenn wir unterwegs sind, intensiv zum Schlafen. Und das richtig Coole daran ist, es ist hier hinten auch gepolstert. Hier vorne gibt es tatsächlich ein Kissen, das, wenn man wirklich mal richtig in die Wellen einschlägt oder wie auch immer, sich nicht den Kopf anhaut. Also ich finde es irre. Und dann ist drunter aber noch, weil wir sind ja bei Amel und es gibt nichts, was keinen Sinn hat, riesen Lagerfläche. Du klappst das auf, du kannst das Seil hier einhängen und hast dann eben Zugang zu den Lagerflächen da unten. Richtig viel Stauraum, passt richtig viel rein. Also wir hatten das, bevor wir losgefahren sind, wirklich voll gepackt mit Lebensmitteln und wir haben immer noch von den Vorräten. Also passt viel rein. Ich glaube, zu dem Salon war es das. Lass uns nach vorne gehen. Hier ist unsere V-Koje, unsere Gästekabine. Das ist wirklich ein sehr großer und sehr schöner Raum, finde ich. Man findet hier einiges an Goodies und an interessanten Sachen. Wir fangen mal an damit, dass wir hier den Zugang zum Ankerkasten haben. Von innen schraubt man hier auf, guckt man rein. Hier hinter haben wir das Bugstrahlruder. Also auch direkten Zugang dazu. Und kann es servicieren. Auch eine Besonderheit von Amel ist, dass man die Wachskisten von innen zumachen kann. Und zwar gibt es hier eine Leine, eine Klampe und zu. Und schon kann man sie von außen nicht mehr aufmachen. Ganz einfaches System und so kann man alle Wachskisten von innen sichern, dass man sie von außen nicht mehr öffnen kann. Und jetzt kommen wir zu den Komfort-Eigenschaften dieser Kabine. Das erste ist, man kann hier stehen. Also man darf noch gute 15 cm größer sein als ich und kann immer noch aufrecht stehen. Wir haben einmal rechts und links einen Schläfer. Dann kann man hier in der V-Koje noch einen Tisch aufklappen. So. Ich saß hier schon und habe gearbeitet. Ich finde das wirklich gut, weil ich meine Ruhe haben wollte und dann kann ich mich hier noch mal zusätzlich hinsetzen.
Und dann kann man aber, wenn man möchte, die eine Seite vom Bett auch vergrößern. Und zwar muss man dafür hier einmal kurz aufklappen. Und dann gibt es dieses Brett hier mit diesen Griffen zum Einrasten. Und von unten ein Bein zum Aufklappen. Einrasten. Der geht zu. Was ist da drauf? Riesenliegefläche für 2 Personen. Natürlich hier auch auf der gesamten Länge die Stauraum, Fächer, Schaps. Und dann gibt es noch diese Besonderheit von Amel hier unten. Es gibt Lehbretter und zwar sind die in jeder Kabine, also sowohl hier in der V- als auch in der Achterkabine, hängen die hier unter den Schränken. Und dann kann man die einfach nur hier einschieben und hier vorne das Loch. Hier ist es. Oh. Hier. Und dann ist man hier wenn man hier schläft, bei viel Wellengang absolut gut geschützt. Und das gibt es auch hinten für die Achte. Fertig. Darunter unter dieser Liegefläche gibt es noch einen großen Stauraum, da habe ich Ersatzteile und Werkzeug drin. Dann haben wir... Da unten sind auch noch... Hier unten sind auch noch Schwalbennester, 2 Stück. Ich bin jetzt im Durchgang zwischen V und Salon. Und hier haben wir eigentlich einen großen Kleiderschrank. Den haben wir geopfert zugunsten einer Waschmaschine. Hier ist unsere Tiny Wash. Und wir sind wirklich froh, dass wir dieses Gerät haben. Wir haben das auch viel genutzt im Sommer. Also für uns ist das echt eine Erleichterung. Wir haben hier unten noch unsere zusätzliche Kühl- und Gefrierbox. Die haben wir im Sommer auch sehr viel genutzt. Jetzt im Winter brauchen wir sie nicht. So, dann geht es hier noch in unser vorderes Bad. So. Das hier ist unser Bad in der V-Koja. Für uns ist das zum einen das Gästebad, zum anderen nutzen wir die Stauräume für Putzmittel und ähnliches. Wir haben hier unsere Staubsauger-Ladestation und wir haben hier unseren Schwarzwassertank. 75 Liter haben wir im Frühjahr letztes Jahr eingebaut. Wenn wir heute noch mal frisch bauen würden, würden wir es anders machen. Wir würden einen fallenden Tank machen, der hier hat Pumpe. Aber wir sind trotzdem extrem froh, dass wir ihn haben. Hier oben übrigens sind noch die Sicherungen für Ankerlicht, für die Posis, für die Deckleuchte und so weiter. In Italien ist vorgeschrieben, so einen Medizinkoffer an Bord zu haben mit unterschiedlicher Ausrüstung, je nachdem welches Gebiet man fährt, 6 Meilen, 12 Meilen und Offshore, und das haben wir von unserem Vorgänger noch bekommen. Das ist toll, weil diese Koffer sind wirklich toll, aber auch nicht gerade günstig. Wir haben hier die Navi-Ecke mit dem großen Plotter, den man übrigens von oben vom Steuerstand sehr gut sehen kann. Da haben wir die Seekarten und Radar drauf. Und hier ein Bedienpanel, Funkgerät mit AIS, was oben eine Tochter hat. Und ja, es sind noch alte Geräte hier. Das ist ein Langwellenfunkgerät, was wir aber nicht nutzen. Und ein Autoradio. Hier oben sind Barometer und Uhr. Und hier unten, klar, Tisch zum Aufklappen, kennt man so. Das Gefährliche ist hier, das ist so ein bisschen im Durchgang. Da wird immer alles abgelegt. Von hier aus geht's durch ins Achterschiff. Im Achterschiff haben wir erstmal hier unten, also auf meiner linken Seite zur Mitschiffsachse, haben wir den großen Dieseltank. Darüber haben wir verschiedene Kisten, wo meine Ersatzteile und Werkzeuge drin sind. Wir haben hier Rettungswesten, Cockpitpolster, Staubsauger und zum Abschiebern eine Einrichtung. Dann haben wir hier den Cockpit-Tisch und hier den Salontisch auf der anderen Seite. Dahinter sind die Kissen fürs Achterschiff und die Notpinne.
Und das hier, das haben wir selbst gebaut. Das sind einfach nur Brettchen, die haben nicht mal eine Führungsleiste, die fahren nur so hin und her. Und dahinter haben wir dann zum Beispiel, hier sind jetzt Klebstoffe drin, darunter sind so verschiedene Sprays drin, Dichtungen, Motortest. Also hier ist alles schön aufgeräumt und wenn man das hier so dann zurechtzieht, dann passiert hier auch nichts beim Segeln. Dann kann nichts rausfallen, nichts klappern. Hier oben haben wir unsere Bibliothek. Und dann würde ich sagen, achso, ihr könnt sehen, ich kann gerade soeben hier noch stehen. Und das ist eigentlich schon recht gut, weil ich kenne andere Schiffe, wo man das nicht kann. Marion kann hier sogar stehend durchlaufen. Ich kann sogar hier noch stehen, Christoph nicht mehr. Das hier ist unsere Achterkabine, das ist unser Schlafraum. Wir haben kein Inselbett hier, wir haben hier ein Doppelbett. Es gibt hier nochmal einen Einzelschläfer, für den gibt es auch hier das Lehbrett. Wir haben auch für das hier ein Lehbrett, aber wir können es so nicht mehr einziehen, weil wir die Matratze erneuert haben. Also das waren noch diese alten Polster drin und das ging nicht. Und wir haben uns eine Matratze zugelegt, einen Topper. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns Unterfahrt hinzulegen, dass wir das nicht unbedingt brauchen. Das hier nutzen wir als zusätzliche Staufläche. Dafür haben wir uns diese stabilen Säcke hier gekauft. Da packen wir ganz viele Sachen rein, wenn wir auf Fahrt gehen. Hier gibt es Schränke und Schaps. Hier haben wir das gleiche System wie vorne in der V-Koje. Es gibt einen ausklappbaren Tisch und eine Verbreiterung. Da wir aber hier ja zu zweit schlafen, ist es fest installiert. Unter der hinteren Liegefläche ist auch noch Stauraum und damit der zugänglich ist, haben wir den Lattenrost, den wir gebaut haben, zweiteilig gebaut. Die große Matratze ist zweiteilig, damit wir das abbauen können und da dran kommen. Da sind auch nochmal diverse Sachen drin, an die wir aber auch nicht täglich dran müssen. Insofern passt das ganz gut. Hier drunter ist der Ruderkoker und die Befestigung für die für die Notpinne. Genau, Christoph nickt, das heißt, ich habe es richtig gesagt. Das Notruder wird dann hier aufgesetzt. Hier, das schraubt man ab, das geht dann durch aufs Achterdeck und man steuert dann vom Achterdeck aus. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, gar nicht viel dazu zu sagen. Was ich besonders mag, wenn hier einer schläft und einer ist in der Küche zum Beispiel und kocht oder rumpelt da vorne rum, der hier hinten kriegt nichts mit. Auch der Motor, wenn er läuft, ist nicht so laut hier an der Stelle. Jetzt muss ich um dich rum. Ja, dann gehen wir um mich rum. So, hier gibt es auch gar nicht so viel dazu zu sagen. Das ist der Vorraum. Hier ist unser Kleiderschrank. Damit es schön wird, kann man hier noch einen Vorhang vormachen. Hier haben wir dann auch noch mal ein Fenster. Das ist das vom Cockpit. Und dann haben wir hier noch unser zweites Bad, unser Hauptbad, Master Bathroom. Gibt nicht so viel dazu zu sagen. Ist ein Bad. So steht Christoph hier drin. Man kann ja nicht alles ein haben. Schräger Riese. Riese. Ich glaube, es fehlen nur noch die wasserdichten Schotten, die kommen jetzt. Henri Hamel war kriegsversehrt. Der hatte kaum noch Sehkraft, der war fast blind und deswegen waren ihm zwei Sachen extrem wichtig. Dass alles dort ist, wo man es erwartet. Er hat das "Es muss dir in die Hand fallen" genannt. Und das zweite ist Sicherheit. Deswegen auch dieses Deckshaus, wo man sich geschützt fühlt. Deswegen alles aus dem Cockpit und deswegen auch wasserdichte Shots. Und wir haben hier am Boot insgesamt 6 wasserdichte Shots auf einem Segelboot, was zu Freizeitzwecken gedacht ist. Und das finde ich unglaublich. Und wir sind ja hier im Salon zum Vorschiff. Ist hier eine Tür. Die hat hier innen rundumlaufend eine Gummidichtung. Die Tür ist in sich verstärkt, auch wenn sie aus Holz ist. Und ich habe hier so einen Balken. Der hat hier so eine Kurbel. Der wird hier einfach nur so eingesetzt. Hier ist ein Loch. Und dann wird das festgedreht. Und
Ich mache das jetzt mal nicht ganz, aber ihr könnt das Prinzip ja schon verstehen. Das stützt sich hier dagegen und zieht diese Tür ran, wenn du das zugekurbelt hast, weil sich der Balken hier davor legt und hier davor legt. Und so lässt sich die Tür richtig zuziehen, vor allem im unteren Bereich. Das heißt, das Wasser kann hier im Prinzip bis ganz oben stehen und die Tür ist dennoch dicht, weil das Wasser ja auch von innen drücken würde. Und wenn man mal von vorne nach hinten vorgehen will, dann hast du vorne den Ankerkasten und darüber die beiden Bugs-Kisten. Das ist ein wasserdichtes Schott ohne Bugstrahlruder. Dann kommt die V-Kabine, auch als wasserdichtes Schott. Dann hast du den Salon, der wasserdichtes Schott ist bis zur Achterkabine. Das ist Nummer 3. Nummer 4 ist der Motorraum, der in sich auch wasserdicht ist. Nummer 5 ist die Achterkabine. Und Nummer 6 ist die achterliche Bugs-Kiste, die auch wieder komplett geschottet ist. Hier auf dem Balken seht ihr auch, wenn ihr hinguckt, da steht was drauf. Da steht auf Französisch drauf, Fermé aussi la vanne. Und Vanne ist praktisch der Abfluss. Und der Abfluss sitzt hier drunter unter dieser Kiste. Da ist ein Seeventil. Und damit in dem Havariefall dieses Wasser nicht durchläuft, gibt es hier unten in diesem wasserdichten Schott auch nochmal ein Seeventil, wo das Rohr durchgeht. Das wird dann geschlossen und dann ist das komplett abgeschlossen. Und das gleiche gibt es eben hinten zum Achterschiff auch nochmal. Thema Sicherheit und Seeventile. Wie viele Borddurchlässe hat dieses Boot? Wir haben 5 Seeventile an Bord. Nee, eigentlich 6. Also wir haben hier vorne 2 im Vorschiff, nämlich für die Toilette. Einmal Zu-, einmal Ablauf. Dann haben wir im Motorraum Seewasserzufluss und oberhalb der Wasserlinie auch nochmal von der Pumpe was rausgeht. Und dann haben wir im Achterschiff auch nochmal 2 Seeventile, nämlich auch für die Toilette Zu- und Abfluss. Das heißt, wenn man so will, dann ist hier im Salon überhaupt gar kein Seeventil, sondern 2 sind im Motorraum, 2 sind im Achterschiff, 2 sind im Vorschiff. Das heißt, auch hier ist konsequent bis zum Ende gedacht. Im schlimmsten Falle ist das hier sozusagen die wasserdichte Kapsel und alles andere könnte theoretisch geflutet werden. Wo befinden sich die Wassertanks? Haben wir vorhin gar nicht erzählt. Die Wassertanks befinden sich unter mir und wir haben auch keine Bilge, die man nutzen könnte. Wir haben hier die 2 Wassertanks, die im Kiel eingebaut sind. Es sind Edelstahltanks und direkt dahinter ist dann auch dieser Sammelschacht, wo das gesamte Wasser aus dem gesamten Boot gesammelt wird und von dort aktiv nach draußen gepumpt wird. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Der Vorteil ist, dass du eben alles zentral sammelst und nur einen Punkt hast, der über die Wasserlinie nach außen gepumpt wird. Der Nachteil darin ist aber, dass du alles erstmal an Bord sammelst bis zu einer bestimmten Höhe. Und das ist halt nicht so ganz gut. Gesamtfazit. Tolles Boot. Das stimmt. Es ist also für Langfahrt, es geht weich durch die Welle. Es hat relativ wenig Bewegung, dadurch, dass es eine Ketch ist und sich die Segelfläche verteilt. Es fühlt sich immer sicher an, das Boot. Und vom Wohnkomfort? Super viel Platz. Also ich freue mich jeden Tag, wirklich jeden Tag, wenn ich durch das Boot durchgehe, freue ich mich über den vielen Platz. Ich finde das großartig. Also für mich ist das so ein Komfortgewinn zu vorher, der mehr Platz und der quasi Raum mehr, den wir haben. Ich kannte die Santorin nicht. Ich hatte immer auf die Super Maremu geguckt. Ich finde aber die Größe super, weil die Größe ist handlich und das ist das, was du brauchst. Das ist absolut einhandtauglich. Ich bin häufiger, oder wir sind beide oft alleine auf Wache und machen dann alles alleine. Du musst nicht gerefft in die Nacht gehen. Du kannst aus dem Cockpit jederzeit mit Knopfdruck reffen, auch alleine. Und das ist, das ist wirklich gut. Ich finde auch die Größe absolut ausreichend. Also alles, was drüber ist wirklich Luxus. Viele sagen natürlich, die 14 Meter sind schon Luxus. Da wir aber vorher auf den 12 Metern keine Achterkabinen hatten, weil der Stauraum einfach so schlecht verteilt war, ist natürlich jetzt für uns die 14 Meter wirklich unser Private Luxus. Ich finde, größer ist wirklich nur noch nice to have. Die Größe segelt sich super, ist tiefenentspannt bei viel Welle, bei viel Wind. Die perfekte Größe.
Wir werden noch ein weiteres Video machen mit unserem Fazit nach einem Jahr Amel. Da geht es dann wirklich um die tatsächlich nur praktischen Sachen, um die emotionale Seite, um unsere Highs und Lows, einfach alles, was wir in dem Jahr so erlebt haben und was so ist, wie wir uns es vorgestellt haben und was nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Also ein Traumboot, ein tolles Boot. Wenn du mal sehen willst, wie sich das unter starker Welle mit viel Wind verhält, dann haben wir hier oben ein Video für dich verlinkt. Schön, dass du dabei warst.